Moin bei Kugelbahn.de. In diesem Video werfen wir einen tieferen Blick auf den Helix. Das ist die zweite Erweiterung, die im Herbst 2021 für Gravitrax erscheinen wird. Und jetzt wünsche ich viel Spaß bei diesem Video. Auch der Helix ist wieder in einem schwarzen Karton, das heißt, es ist eine Pro-Erweiterung, funktioniert aber genauso wie der im letzten Video vorgestellte Turntable, natürlich auch mit den ganz normalen Gravitrax-Sachen. Da braucht man also kein zwingendes Starter-Set von Pro dafür. Der Inhalt ist ebenfalls so ähnlich wie beim Turntable. Hier sind diese transparenten Teile drin, eben in der Tüte waren Boden und Deckel sozusagen und hier das grüne Innenleben in der letzten Tüte. Und da ist noch ein kleines Aufbauhandbuch bei und dann ist der Karton schon alle. So, jetzt geht es an den Aufbau und wer das Starter-Set Pro Extrem Video schon gesehen hat, der weiß, dass dieses Innenleben nicht ganz so einfach zu konstruieren ist. Diese drei transparenten Säulen lassen sich sehr einfach da reinsetzen. Das ist kein Problem. Und diese drei grünen Teile, die so sehr verwunden sind und verbogen, da muss man schon mal genau gucken, wie man das machen muss. Es ist eigentlich ganz einfach, wie immer, wenn man weiß, wie es geht. Und da sind ja diese Nasen dran und die müssen einfach in die dafür vorgesehene Öffnung reingesteckt werden. Und dann hält das Teil durch diese Klemmung da, dass man das eine so ein bisschen da drunter schiebt, relativ gut ineinander, aber wie man hier sieht, ist mir das dann gleich wieder auseinandergefallen. Darum ein zweiter Versuch und der geht jetzt besser und wenn ich das Ding jetzt wieder hinstelle, setze ich es gleich in den Stein ein. Das geht auch nur in eine Richtung oder in eine von dreien, da ist so eine Aussparung für da und schon sitzt das Ding da drin. Und jetzt muss natürlich noch der Deckel drauf. Dafür sind dann auch drei Aussparungen für diese kleinen transparenten Wände vorgesehen. Da musste ich jetzt zweimal gucken, ob ich das so richtig habe. Und dieses grüne Teil wird dann einfach nur da oben drauf gesetzt. Da sind Pfeile zur Markierung dran, also da kann man sich eigentlich gar nicht vertun. Es passt auch gar nicht anders so wie hier. So, und jetzt wollen wir natürlich gucken, was der Helix so kann. Er kann eigentlich relativ wenig, sieht spektakulär aus und kann sehr wenig. So könnte man das beschreiben. Und die Kugeln haben eigentlich nur den Weg, dass sie jetzt oben reinlaufen und auf der gegenüberliegenden Seite unten wieder rauskommen. Natürlich mit ein bisschen höheren Geschwindigkeit, das funktioniert ganz gut. Der Vorteil ist hier bei dem Helix, ist der Schwung jetzt größer wie bei dem Turntable, so dass ich die Kugel auch direkt in den Flip reinlaufen lassen kann, der dann auch auslöst. Das tut er bei dem Turntable zum Beispiel nicht. Und so kommt die Kugel dann wieder auf der Seite raus, wo sie reingerollt ist, nur eben unten. Ganz praktisch und das Ganze funktioniert auch mit der Kaskade, wo ich erst gedacht habe, das fällt vielleicht da drüber, aber hier kommt die Kugel passgenau in dieses Loch rein, das ist wirklich sehr schön. Und das Ganze nochmal mit dem Jumper. Hier darf die Kugel nicht zu schnell reinlaufen, sonst wird sie zu hoch geworfen und stürzt dann irgendwo dagegen und fällt auf jeden Fall aus der Erweiterung raus. Wenn die Kugel allerdings langsamer da reinläuft in den Jumper, dann funktioniert das auch sehr gut. Die Kugel darf also nicht zu schnell sein. Und dann habe ich gedacht, das könnte man auch noch mit dem Flip verbinden. Und siehe da, das funktioniert. Die Kugel läuft dann auch mit ordentlich Schwung durch den Jumper hinten wieder raus und in die entgegengesetzte Richtung weiter. Der große Vorteil von dem Helix soll ja sein, dass da viele Kugeln auf einmal durchlaufen können und das teste ich jetzt mal hier an dieser Bahn. Das dauert jetzt ein bisschen, ist eine Zeitlupenaufnahme, damit man das auch gut verfolgen kann. Das geht nämlich alles sehr schnell und die ersten beiden sind schon mal fast zeitgleich da durchgelaufen und die anderen vier kommen auch da in zeitgleich raus. Das Ganze nochmal ein bisschen aus einer näheren Perspektive. Hier werden die Kugeln erstmal gestartet und jetzt kommen da die 6 Kugeln auf den Helix zu. Man sieht, die ersten beiden kommen da gut durch und auch die anderen 4, die zeitgleich daher laufen, kommen gut durch diese Erweiterung durch. Das Ganze nochmal von unten beguckt und ja, man sieht halt, das Teil funktioniert wirklich gut. Es gibt hier auf jeden Fall keinen Kugelstau, so wie bei dem Turntable. Wenn ich jetzt zwischen Helix und Turntable wählen müsste, dann würde ich den Turntable nehmen, weil er einfach mehr Funktionen bietet
um komplexere Bahnen bauen zu können. Der Helix ist in seiner Grundfunktion dann doch relativ simpel gehalten. Ich bin mal gespannt, ob man den noch irgendwie für andere Dinge verwenden kann, für die er eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Das hat man ja nun bei einigen Erweiterungen schon gesehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert am besten auch das Bimmel-Bammel-Glöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier ein neues Video gibt. Passend dazu klingeln hier gerade die Kirchenglocken. Ich weiß nicht, ob das auf der Aufnahme mit drauf ist. So long, bis dann und tschüss.